Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tasmota Sensors Video hier auf meinem Kanal LDD Smart Home. Im heutigen Video möchte ich euch ein solches OLED Display vorstellen, das man mit einem ESP8266 verbinden kann, das mit Tasmota geflasht ist, und dann kann man dort irgendwelche Informationen auf diesem Display darstellen, entweder von irgendwelchen Sensoren oder wie jetzt hier in meinem Fall irgendwelche Texte darstellen. Ist ein bisschen klein, ist ein bisschen weit weg von der Kamera, deswegen werdet ihr es vermutlich nicht sehen. Ich blende es euch aber auch gleich nochmal ein bisschen näher ein. Auf jeden Fall möchte ich euch zeigen, wie ein solches Display, ein Temperatursensor und hier so ein Touch-Sensor miteinander verbindet, um zum Beispiel hier den Touch-Sensor das Display ein- und auszuschalten und ja, mit diesem Temperatursensor die Informationen des Temperatursensors auf das Display zu zeigen. Ich schalte mal kurz das Display um. Jetzt sollte hier gleich die Temperatur erscheinen, hier im Studio von diesem Sensor. Das Ganze funktioniert direkt, das heißt, man braucht keinen I/O-Broker oder ähnliches. Die Informationen werden per Rule an das Display übertragen und zyklisch halt aktualisiert. Ich hatte das oder sowas Ähnliches schon mal gezeigt mit einem solchen LCD-Display. Falls ihr das Video noch nicht kennt, hier oben verlinke ich euch das Ganze. Genauso die Geschichte mit Rules, da hatte ich auch nochmal ein extra Video zu diesem Thema, sowie zu dem DHT11-Sensor auch. Also falls euch das Thema Tasmota interessiert, guckt auch mal in die anderen Videos rein. So, falls euch das Thema OLED-Temperatursensor, Touch-Sensor interessiert, dann bleibt dran. Nach einem kurzen Intro geht's los und denkt dran, falls euch das Video gefallen oder geholfen haben sollte, würde ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo sehr freuen. Und nicht vergessen, die kleine Glocke zu aktivieren, damit ihr benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video online ist. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Bis gleich. So, schön, dass ihr dran geblieben seid. Also hier nochmal das Ganze in Nahaufnahme. Also hier zum einen der Text auf dem OLED-Display und dann, falls ihr die Temperatur anzeigen lassen wollt, das geht natürlich auch, oder irgendwelche anderen Sensorinformationen. Das Ganze funktioniert, wie gesagt, per Rule, und hier wird jetzt halt die Temperatur hier im Studio angezeigt. Mittlerweile sind es schon 20 Grad. Als ich hier gestartet habe, waren es gerade mal 16 Grad. Jetzt ist es einigermaßen erträglich. So, Kamera nochmal umgestellt. So, schön, dass ihr dran geblieben seid. Okay, also, um was geht es heute ganz genau? Also, zum einen, wie vorhin erwähnt, um dieses kleine OLED-Display. Das gibt es hier in verschiedenen Bauformen. Das hier ist ein 0,96 Zoll OLED-Display und das hier 1,3, glaube ich, war das. Und das Ganze schimpft sich SSD 1306. Also das ist der Display-Typ oder der OLED-Typ. Und was gibt es noch? Ja, ein DHT11-Sensor hatte ich ja schon erzählt. Hier noch so ein Touch-Sensor, den hatte ich noch von früher, von einem früheren Projekt. Und ein ESP8266 D1 Mini. Das Ganze verlinke ich euch auch nochmal unten im Video. Also die ganzen Produkte, die ich hier verwende, würde mich freuen, wenn ihr die über meine Links kaufen würdet und so mich und diesen Kanal etwas unterstützen würdet. Okay, dann würde ich sagen, legen wir los und flashen zuerst mal ESP bzw. den ESP mit Tasmota, stellen das Ganze ein und dann blende ich euch auch noch ein, wie ihr das Ganze zu verdrahten habt, damit das Ganze funktioniert. Okay, gehen wir jetzt an den Rechner und machen dort weiter. So, bevor wir loslegen, müssen wir das Display zuerst mal mit dem ESP verbinden, genauso den Temperatursensor und unseren Button, je nachdem, was ihr verwendet. Ich blende euch hier mal ein Bild ein, so wie ich die Geräte angeschlossen habe. Falls ihr das Ganze nachstellen wollt, dann empfehle ich euch, verwendet die gleichen GPIOs, so gibt es keine Verwirrungen und alles sollte mehr oder weniger auf Anhieb funktionieren. Okay, bevor wir mit dem Flashen beginnen, brauchen wir zuerst mal ein Tool, womit wir flashen. Dazu verwende ich Tasmotizer. Falls ihr noch nie irgendetwas mit Tasmota oder ESP zu tun gehabt haben solltet, empfehle ich euch, guckt euch zuerst mal mein altes Grundlagenvideo an zu dem Thema ESP und Tasmota. Dort wird auch erklärt, wie ihr den Treiber für den ESP zu installieren habt und noch so ein paar kleine Tipps und Tricks rund um das Thema Tasmota. Ansonsten, wie gesagt, Tasmota hier runterladen. Ich verwende hier dieses normale Tasmotizer in der Version 1.2. Wenn ihr das runtergeladen habt, dann müsst ihr als nächstes eine Firmware flashen. Also hier haben wir Tasmotizer
Und als erstes müssen wir, wie gesagt, eine Firmware flashen. Und bei den Displays ist es so, dass man nicht jede x-beliebige Firmware flashen kann. Das gibt es auch hier auf dieser Seite. Es gibt nämlich für alle möglichen Sensoren, Aktoren, was auch immer, gibt es immer spezielle Versionen. Hier bei uns, wir verwenden ja ein OLED-Display. Das heißt, ihr geht auf diese Seite. Falls ihr etwas anderes verwendet, sucht hier, in meinem Fall ist es ja ein SSD und ein SSD-Display. Und hier sehen wir, dass das SSD-Display nur in der Tasmota Displays Version vorhanden ist. Das heißt, wir müssen die Tasmota Display Firmware installieren, damit dieses Display überhaupt erkannt wird. Dieses OLED ist zum Beispiel nicht in der Infrarot-Version, genauso nicht in der Sensors-Version und auch nicht in der KNX-Version vorhanden und auch nicht in der Tasmota oder in der Lite-Version. Da wir noch einen DHT11-Sensor verwenden, suchen wir auch hier nach DHT und wir sehen, dass der DHT11-Sensor in der Displays-Version vorhanden ist, genauso wie unser alter bekannter DS18B20, der ist auch in der Display-Version vorhanden. Das heißt, damit hätten wir keine Probleme, können also die Display-Version verwenden, ohne das Ganze nochmal neu kompilieren zu müssen. Falls ihr einen Sensor verwendet, der hier nicht aufgelistet ist, beziehungsweise nicht in der Display-Version vorhanden ist, so wie zum Beispiel der SRT-Sensor, beziehungsweise der heißt ja nicht SRT, sondern SR04-Sensor. Also falls ihr den verwenden wollt, der ist nur in der Sensors-Version vorhanden und nicht in der Display-Version. Und dann müsstet ihr die Firmware kompilieren. Da das bei uns, wie gesagt, nicht der Fall ist, können wir uns das Ganze sparen und wir können mit dem Flashen des Ganzen loslegen. Also wir wählen hier Release aus und sagen hier, er soll die Display-Version installieren. Achtet darauf, dass hier Erase Before Flashing aktiviert ist. Dadurch wird sichergestellt, dass keine Reste von der alten Firma übrig bleiben und dann das System durcheinander bringen. Okay, also wir klicken hier auf Tasmotizer. Das dauert jetzt einen kurzen Augenblick. Die Firmware wird geflasht, beziehungsweise zuerst mal gelöscht und dann geflasht. Wichtig hierbei, hätte ich fast vergessen, falls ihr einen solchen Touch-Sensor anschließt, dann schließt den noch nicht an D5 an, sondern wartet erst, bis ihr das Ganze konfiguriert habt, denn das kann zu Problemen führen, wenn dieser Sensor schon angeschlossen ist, bevor wir ihn konfiguriert haben, denn der führt oder beziehungsweise es führt manchmal dazu, dass ein Werksreset wieder aktiviert wird, da der Button die ganze Zeit gedrückt ist und Tasmota interpretiert das als Werksreset zurücksetzen und deswegen das Ganze noch nicht anschließen. Okay, der Flash-Vorgang ist abgeschlossen, bestätigen das Ganze mit OK, wechseln in das Tab Send Konfiguration, tragen hier unsere WLAN-Daten ein, wählen hier unten Module bzw. Template aus, sagen, er soll das Ganze einstellen auf Generic. Und hier bei MQTT, das lasse ich weg, da das Ganze nicht benötigt wird für diese Demonstration jetzt. Falls ihr MQTT verwenden wollt, dann aktiviert das Ganze. So, nach einem kurzen Reboot und nach ein bisschen Warten, klickt ihr hier auf Get IP und dann sollte euch die IP-Adresse des Gerätes angezeigt werden, so wie sie es ja von euch in eurem Netzwerk erhalten hat. So, diese IP-Adresse verwenden wir jetzt im Webbrowser, um Tasmota zu konfigurieren. Das Gerät ist online, wie gesagt, mit der IP 237 bei mir am Ende und wir müssen als erstes unser Display konfigurieren. Das machen wir hier auf Configure Module und sagen dann, zumindest bei mir hier auf D3, ist der DHT11-Sensor angeschlossen. Auf D1 ist in meinem Fall SDA angeschlossen und auf D1 ist bei mir SCL. Und zu guter Letzt befindet sich der Button bei mir hier auf D5. Ich wähle hier Button N aus und lasse hier die 1 stehen und sage einmal Speichern. Gerät startet einmal neu, Display ist ausgegangen, warten einen kurzen Augenblick. Und jetzt sehen wir hier in der Web-Oberfläche, dass der Temperatursensor erkannt wurde und die Temperatur angezeigt wird. Und wenn wir hier auf Toggle klicken, sollte das Display an bzw. ausgehen. So, wir lassen das Ganze auf an, gehen in die Konsole rüber und müssen ein bisschen etwas konfigurieren. Als erstes können wir sagen I2C Scan.
Damit sehen wir, dass das Gerät erkannt wurde und dass es die Adresse 0x3c erhalten hat. Jetzt als nächstes sagen wir Display-Adresse 0x3c, setzen die Display-Adresse und das Ganze wird dann umgewandelt in Dezimal, also von Hexadezimal in Dezimal, hat die Adresse 60 bekommen. Dann als nächstes müsst ihr das Display-Modell herausfinden. Auf der Tasmota Display-Seite gibt es hier diese Display-Modelle, sind hier aufgelistet. Und wir haben ja entweder dieses Display hier, SSD 1306, beziehungsweise bei mir ist es das SH1106. Also je nachdem, was für ein Display ihr bestellt, erhaltet ihr entweder das hier oder das hier, in den meisten Fällen zumindest. Mit dieser Information wechseln wir wieder in die Konsole, sagen zuerst mal einfach Display-Modell. Jetzt wird uns hier angezeigt, dass das Display als Display-Modell 2 erkannt wurde. Das ist aber falsch, deswegen sagen wir, dass es sich hierbei um ein Display-Modell 7 handelt. Also je nachdem, was für ein Modell es bei euch ist, müsst ihr das halt abändern, damit etwas angezeigt ist. Wenn wir das bestätigen, dann sollte das Gerät nochmal neu starten. Und wie ihr hier seht, wird jetzt das Datum und die aktuelle Uhrzeit angezeigt. Und dadurch sehen wir, dass alles richtig erkannt wurde. Die Grundeinstellungen könnt ihr auch ändern, indem ihr sagt Display Mode. Zum Beispiel 2, dann sollte hier was anderes angezeigt werden. Jetzt werden euch die Daten dieses Gerätes angezeigt. Das gleiche könntet ihr theoretisch auch noch mit der 3 machen. Und ich glaube, das geht bis zur 4, aber wir benötigen Display Mode 0, denn Display Mode 0 sagt aus, dass wir Daten auf dieses Display schreiben und das nicht Tasmota von sich aus irgendwelche Daten da anzeigt. Okay, das Display ist zwar jetzt leer, aber das bleibt nicht sehr lange so, denn wir möchten das Ganze ja füllen. Und zwar möchten wir das Ganze mit den Informationen, die wir hier haben, an das Display weiterleiten. Und das machen wir mit sogenannten Rules. So, bevor wir loslegen und irgendetwas übertragen, möchte ich euch noch mal kurz eine weitere Seite zeigen. Und zwar dieses Display Fonts von Tasmota. Es gibt nämlich 2 Arten von Schriften, beziehungsweise, wenn ich mich nicht irre, kann man sogar 4 Stück insgesamt auswählen. Also wir hätten einmal diese GFX-Fonts und einmal diese EPT-Fonts und das sind verschiedene Schriftarten. Hier bei diesem GFX gibt es zum Beispiel das Temperatursymbol, aber dieses Temperatursymbol findet man nicht bei diesem EPD-Font. Deswegen sollten wir das hier benutzen und dieses GFX-Font ist die 0, beziehungsweise bin mir gerade gar nicht sicher, ob es die 0 oder die 1 ist, aber das testen wir gleich nochmal. Also ihr könnt zum einen einmal sagen Display Font und dann wird euch angezeigt, was für ein Display Font aktuell aktiviert ist und wir übertragen jetzt einfach eine ganz einfache Rule. Die Rules, die ich hier verwende, die verlinke ich euch auch, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Okay, also wir haben hier einmal Rule 1, dann Tele DHT11. Dieses Tele bedeutet, dass die Daten telemetrisch geschickt werden. Das heißt, alle x Sekunden werden die Daten geschickt. Wenn ihr das Ganze weglasst, also dieses Tele und den Bindestrich weglasst, dann werden diese Daten alle Sekunde übertragen. Das ist in den meisten Fällen zu viel des Guten. Deswegen schreibt man noch ein Tele davor. Dann haben wir hier unseren DHT11-Sensor und wir möchten die Temperatur von diesem Sensor angezeigt bekommen. Und sagen dann do Display Text. Jetzt habe ich aus Versehen hier das kaputt gemacht. So, do Display Text. Und wir sagen, er soll mit dem Z, er soll das Ganze zuerst mal löschen, also das Display löschen. Dann sagen wir mit S1, er soll die Schriftgröße 1 auswählen. L bedeutet Line bzw. Zeile 1 und C steht für Column bzw. Spalte 1. Und in dieser Zeile 1 und in Spalte 1 soll jetzt drin stehen Temperatur Studio. Und in Zeile 2 soll er das Ganze dann mit der Schriftgröße 2, also S2, Schriftgröße 2. In Zeile 2 und in Spalte 2 soll er dann den Wert dieses Temperatursensors einfügen. Und das Ganze soll dann gefolgt werden von F8, bedeutet dieses kleine runde Symbol von Temperatur oder dieses Temperaturzeichen und dann ein C und das Ganze schließen wir dann ab mit End-On. So, das Ganze bestätigen wir, dann müssen wir die Rule noch aktivieren. Das machen wir mit Rule
1 gleich On. Und zu guter Letzt nicht vergessen, das Ganze hier nochmal umstellen bei Konfiguration, bei Konfigur Logging, denn dort steht standardmäßig 300 drin. Das bedeutet, dass alle 5 Minuten die Daten geschickt werden und das ist ein bisschen lang, deswegen setzen wir das Ganze runter auf 10 und so können wir die Veränderungen sofort wahrnehmen. Okay, und wie ihr auf diesem Display bzw. im Bild sehen könnt, wird das Ganze jetzt auf das Display übertragen. Und das Problem bei dem Ganzen ist ja jetzt, dass das Temperaturzeichen, also dieses F8, nicht angezeigt wird. Und das liegt daran, dass bei diesem Display Font 1 dieses Zeichen nicht vorhanden ist. Das heißt, Display Font 1 ist das hier, dieses EPD. Und dort ist dieses Displayzeichen oder dieses Temperaturzeichen nicht vorhanden. Jetzt bringe ich alles durcheinander. Deswegen wechseln wir in Display Font 0. Das machen wir mit Display Font 0. So, dadurch wird jetzt die Schriftart geändert. Das Problem hierbei ist jetzt, dass dadurch, dass wir die Schriftart ändern, der Text nicht mehr richtig reinpasst bzw. anders angezeigt wird. Passen tut er immer noch. Und wie ihr seht, ist jetzt dieser kleine runde Kringel vor dem C da und das wird halt dargestellt. Den Font an sich oder den Font an sich könnt ihr auch direkt übergeben, indem ihr hier zum Beispiel Z, also wieder alles löschen, und indem ihr hier F1 bzw. F2, 3 oder 4 eingebt und dadurch übergebt ihr den Schriftsatz direkt mit dem Befehl. Das bedeutet, wenn wir jetzt hier das eingeben, dann wird direkt der Font gewechselt. Wir hatten ja vorher auf 0 gesetzt und haben ihn jetzt mit diesem Displaytext direkt oder mit dieser Rule direkt auf die 1 abgeändert. Dauert jetzt wieder einen kurzen Augenblick. Jetzt ist das Ganze umgesprungen. Wir können das Ganze auch nochmal testen. Und ihr seht, es ist zwar hier immer noch Display Font 0 ausgewählt, aber es ist, wir überschreiben den vorkonfigurierten Font mit dem mit diesem Font Nummer 1. Was auch noch möglich ist, ist die Position der einzelnen Texte oder der Informationen nicht in Zeilen und Spalten wiederzugeben, sondern mit Hilfe von Pixeln, und dann würde das Ganze so aussehen wie hier. Also ich gebe jetzt hier wieder Z löschen, dann sage ich, er soll Font Nummer 4 auswählen, das ist so eine 7-Segment-Anzeige, und sage, er soll die Schriftgröße 1 verwenden und an Position X27, also der 27. Pixel in X-Position, und Y der 20. Pixel, und dort soll er den Wert anzeigen. So, ich übertrage das Ganze nochmal, damit wir uns das auch mal kurz angucken. So, und wie ihr seht, wird jetzt der Text angegeben als 7-Segment-Anzeige, aber ihr müsst hier beachten, es sind nur Zahlen vorhanden, Punkte, Doppelpunkt, Sternchen, Gleichheitszeichen, und ich glaube, das war es auch schon. Also es sind nicht sehr viele Zeichen, die mit dieser 7-Segment-Anzeige wiedergegeben werden können. Aber im Großen und Ganzen war es das. So, jetzt machen wir noch eine Sache, und zwar, wir können ja das Display hier ein- und ausschalten, aber das Ganze funktioniert noch nicht über den Button, und wie ich vorhin erwähnt habe, muss man da ein bisschen vorsichtig sein mit dem Button, da das ansonsten zu einem Werksreset führen kann. Und damit das Ganze nicht passiert, geht ihr wieder in die Konsole rein und sagt einmal Set Option 1 und dadurch schalten wir das Ganze normalerweise aus, und das sollte nicht mehr passieren, also man sollte kein Reset mehr machen können. Als nächstes schließe ich jetzt nochmal den Button an und teste, ob das Ganze schon funktioniert. Bin mir gerade nämlich gar nicht sicher. So, funktioniert. Display ist aus. Display ist an. Display aus. Und Display an. Also das funktioniert, und somit hätten wir jetzt auch diesen Button eingebunden. So, was dann als nächstes nicht so schön ist, ist, dass hier Toggeln steht. Das können wir auch ändern. Dazu tragt ihr in der Konsole Web-Button 1 ein und dann gefolgt von dem Text, den ihr dort angezeigt haben wollt. Also in meinem Fall Web-Button 1 und dann Display an aus. Bestätigen das Ganze, und dann sollte hier Display an aus stehen. So, und somit hätten wir im Endeffekt alles gemacht, was man machen muss, damit das Ganze funktioniert. Also wir haben den Button eingebunden, den Temperatursensor haben wir eingebunden und das Display an sich ist auch eingebunden, und alles funktioniert so, wie es funktionieren sollte. Nochmal kurz den Button testen, dass der funktioniert. Ja, jetzt bin ich ein bisschen zu schnell, aber der funktioniert auch. So,
dann soll es das von mir an dieser Stelle gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen. Würde mich über einen Daumen hoch und ein Abo sehr freuen. Und nicht vergessen, die kleine Glocke zu aktivieren, damit ihr benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video online ist. In diesem Sinne, macht's gut und viel Spaß mit eurem OLED-Display und Tasmotor.